Hallo zusammen, hi everyone. So, zweiter Versuch mit Bösner, und zwar diesem Pouring Medium. Ich hatte bei Bösner angerufen, hatte dann einen Rückruf bekommen mit der Aussage, da haben wir keine Ahnung davon. Ich sollte mich doch mal an Filiale wenden. Okay. Produkt ist neu rausgekommen, also Filiale wusste auch nicht viel. Okay, testen wir einfach weiter. Ich möchte ja schließlich, dass das Produkt funktioniert. Ich bin ja keiner, der irgendwas schlecht macht oder schlecht redet. Ich probiere jetzt einfach mal mehr reinzumachen. Ich fange jetzt mal mit diesem Koboldblau an. Ich habe jetzt mal größere, also gerade auch von Xen Acryl, die sind ja auch vom Bösner. Mache jetzt da einfach mal eine Mischung von halb-halb. So hat es mir auch, ich hatte einen Kommentar drin, lass mich jetzt lügen, Georg, sorry wenn ich es falsch sage, aber hat mir ein bisschen verraten, wie er es macht mit Liquitex. Und habt ihr vielleicht auch gelesen. Ich werde das jetzt einfach mal, ups, dann mache ich halt auch mal halb-halb die Mischung. Da verbreitet man natürlich viel an diesem Medium, das ist das, was ich eigentlich befürchtet habe. Da machst du dann 2 bis 3 Bilder, maximal 4 und dann ist das leer, aber gut. Au, genau, das zeige ich euch gleich. Ich habe das getrocknete Bild. Das ist leider matt abgetrocknet. Okay. Aber hat sich eigentlich nicht mehr verändert oder nicht mehr stark verändert. Aber mehr wie halb-halb mache ich jetzt mal nicht rein. So. Ein bisschen Wasser. Ich glaube, das reicht schon. Schaut auf jeden Fall besser aus wie beim ersten Mal. Wenn man, wie gesagt, die Mischung halb-halb macht. Also 50-50. Okay, passt auf. Zeige ich noch ein schönes Bild. So, also es ist getrocknet. Was mich halt gestört hat, dass das ganze Grün im Prinzip komplett verschluckt worden ist. Obwohl eigentlich das Rot auch eine transparente Farbe war. Keine Ahnung was da. Gut. Ihr seht, es ist matt getrocknet. Was ein bisschen glänzt, nur das Silikon. Ist aber so geblieben, aber wie gesagt, gibt halt natürlich so, wie ich es gemacht habe, keine schönen Zellen. Aber ich möchte es ja mit Silikon testen, weil das reine Gießen ist für mich langweilig. Okay, jetzt passt auf. Ich denke mal, ich lasse es wieder ein bisschen stehen. Und dann läuft es auch schon ganz gut. Ihr habt es gesehen, halb-halb, ein bisschen Wasser dazu. Dann rühre ich noch geschwind die anderen 2 Farben an. Habe jetzt noch Sand und mache dann noch Zitronengelb. Dann melde ich mich gleich zurück. So Freunde, bin zurück. Was ich vielleicht vergessen habe zu sagen, dieses
Citrus, Entschuldigung, Zitrone praktisch, ist ja von Solo Goja, Triton, aber im Prinzip ähnlich wie die vom Bösner. Was ich jetzt mache, Silikon, und zwar mache ich einen Tropfen. Nein, komme ich zum Testen, ich mache 2 Tropfen rein. Von dem 300er, also 300er Silikon von der Viskosität her. Und dann schauen wir mal. Also es ist jetzt auch ein bisschen dicker geworden wieder, wenn man es ein bisschen stehen lässt. Wirklich nicht viel Wasser rein. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob es jetzt besser wird. Ich gehe mal davon aus. Ich mache vielleicht auch mal wieder einen kleinen Flip Cup. Tropf. Ob die Farbkombination jetzt gut ist oder nicht, ist bei mir jetzt mal zweitrangig. Mir geht es eigentlich nur um den Test, dass es funktioniert. Aber ich finde auch, es vermischt sich schon wieder zu stark. Naja, wir schauen mal. Okay, ihr seht hier, ne? Ich weiß es nicht. Hoppa. Was ist da los? So. Was machen wir da? Ein bisschen blau. Jetzt schauen wir mal. Okay. Ich sage jetzt mal leider die ähnliche Situation wie letztes Mal. Ich habe jetzt zwar gelb und blau, mein ganzes Sand hat es irgendwie wieder verschluckt. Also ihr seht selber, es vermischt auch sehr. Hier am Rand, das war das Blau, und hier ist eigentlich von diesem Flip Cup. Ja, heute läuft's. Heute schütte ich viel daneben. Heute ist auch Sonntag. Aber ist nicht schlimm. Seht ihr hier? Blau-gelb. Ich weiß nicht, der Sand verschluckt. Okay, egal. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen laufen. Ich sage mal, noch dicker anrühren. Puh. Halte ich auch nicht für sinnvoll. Ist ja kein Kleber. Ja, aber der läuft, ja, er läuft ein bisschen komisch immer noch. Das Gelb wird natürlich jetzt ziemlich vermischt und dreckig. So, ja, laut Kommentare hat eigentlich noch keiner damit gearbeitet, wirklich. Also ich habe es noch nicht herausgefunden. Machen wir mal Einzelfarbe drauf.
ob es da besser mischt. Ob es überhaupt für den Flip Cup geeignet ist. So, Dele. Okay. Lassen wir das nochmal ein bisschen rüberlaufen. Also ihr seht, es vermischt ziemlich stark und mein Sand ist kaum zu sehen. Jetzt schauen wir mal, ob da noch etwas hervorkommt, wenn ich es wieder erhitze. Ich bin wieder vorsichtig, aber weiß nicht. Okay. Was ist da passiert? Noch keine Farbe? Da geht gar nicht. Okay. Also Zellen waren auf jeden Fall schon mal schöner. Und die bleiben auch rund. Ha. Okay. Also wie gesagt, ich habe jetzt wirklich halb-halb gemischt. Noch mehr rein finde ich, also wie gesagt, dann macht er 2, 3 Bilder. Lass mal ein bisschen größere Rahmen sein. Dann ist das Ding leer. Dann wird die ganze Sache schon wieder etwas geldintensiv. Aber gut. Jetzt schauen wir mal, ich lasse es einfach so. Und wir schauen, ob es dieses Mal dann glänzend abtrocknet. Und dann würde ich sagen, ich zeige es euch dann in einem meiner nächsten Videos wieder. Und da bin ich genauso gespannt wie ihr. Ja, und dann passt das mal. Okidoki, das war's von mir. Ich hoffe, euch hat es was gebracht. Und dann, ja komm, ich zeige es euch nochmal kurz von daheim. Und dann war's das. Dann wünsche ich euch was. Bis dann. Tschüss, bye.